Wie man ein Fanatec Lenkrad auf einer Simucube Wheelbase betreiben kann, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SimRacing Machines hat dieses Umbaukit zur Verfügung gestellt, damit ich es ausführlich für euch in meinem Kanal reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Wichtig für euch, jeglicher Umbau geschieht immer auf eigenes Risiko. Bitte beachtet diesen Umstand unbedingt. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Damit ihr ein Fanatec Lenkrad mit der Simucube Wheelbase kompatibel machen könnt, benötigt ihr das Wheelbase Side Conversion Kit ab 95 britische Pfund und den SimRacing Mail Fanatec Style QR um 65 britische Pfund exklusive Steuern. Wählt auf der SimRacing Machines Homepage das Dropdown-Menü links oben, um die Preise exklusive der UK-Steuer anzuzeigen, da ihr seit dem Brexit bei der Einfuhr in das jeweilige EU-Land die entsprechenden Einfuhrsteuern erst im Nachhinein begleichen müsst. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Ihr bekommt den QR passend für das Fanatec Lenkrad geliefert. Dazu das Gehäuse, welches die Elektronik beherbergt und ein Coil-USB-Kabel für den Anschluss an deinen PC verbaut hat. Zusätzlich ist ein Fanatec Female Socket mit Stecker beigepackt, der die Pins der Lenkräder aufnimmt und das entsprechende Befestigungsmaterial. Kapitel Nummer 3, die Ausstattung und die technischen Details. Der Fanatec Mail QR ist ein Flansch-Hohlzylinder-Bauteil aus Vollmetall. Die Aufnahme entspricht den Abmaßen, die ihr von euren üblichen Fanatec Wheelbases kennt. Der Durchmesser für die Lenkradaufnahme beträgt gut 38 mm bei 39 mm Tiefe. Der Flansch ist 4 mm dick und hat einen Durchmesser von 80 mm. Darauf ist das 70 mm 6-Kreis-Lochbild versehen. Dieses könnt ihr im Dropdown-Menü mit Durchgangslöchern oder Gewindelöchern ordern. Ich habe Durchgangslöcher am Start. Die Lenkradaufnahme weist eine Nut und 5 Senkbohrungen auf, um die Kugeln des Fanatec QR aufzunehmen. Das Conversion Kit ist 24 mm lang und hat einen Durchmesser von gut 81 mm. Das Bundle ist mit der im Lieferumfang bei Simucube beigepackten QR-Aufnahme kompatibel und kann ohne eigene Anpassungen verbaut werden. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität. Das von mir vorgestellte Wheel Conversion Kit ist mit meinem BMW M3 und Clubsport Formula Carbon Lenkrad kompatibel und mit weiteren Produkten. Achtet hierbei unbedingt auf die Kompatibilitätsangaben auf der SimRacing Machines Homepage. Welches Conversion Kit für welche Lenkräder kompatibel ist oder eben nicht. Kapitel Nummer 5, der Zusammenbau. Dieser gelingt in etwa 15 bis 20 Minuten und bitte beachtet die Anweisungen auf der Homepage. Hier ist die Anleitung gut bebildert und erklärt und zusätzlich hänge ich euch meinen Zusammenbau an dieser Stelle mit rein. Viel Spaß damit!
Kapitel Nummer 6, die Optik. Wie immer ein subjektives Kapitel. Der schwarze Look sieht edel aus und passt zum Erscheinungsbild der Simucube Wheelbase sowie zu den eingesetzten Lenkrädern. Alles macht rein optisch gesehen einen sehr wertigen und massiven Eindruck. Kapitel Nummer 7, die Haptik und die Verarbeitung. Hier entspricht die Haptik dem optischen Eindruck. Alles aus Vollmetall und sehr sauber verarbeitet. Das Coil-USB-Kabel wirkt sehr solide mit dem Conversion Kit verbaut. So geht's weiter mit Kapitel Nummer 8, der Anschluss. Ich habe das USB-Kabel unterseitig hinter die Simucube Base geführt und das Ende des Coils bei der Befestigungsschraube der Wheelbase eingehängt. Mit einem USB-Verlängerungskabel habe ich dann die Verbindung mit meinem PC hergestellt. Kapitel Nummer 9, die Software. Die Buttons und Shifter, die werden ohne zusätzliche Software direkt über Windows erkannt. Ihr könnt diese einfach in eurem Spiel belegen. Zusätzlich könnt ihr die LEDs und das Display und auch die Vibrationsmotoren, wenn diese in dem Lenkrad verbaut sind, verwenden, wenn ihr das kostenlose Tool FanaLEDs installiert. Mit den ebenso kostenlosen Tools DiView oder Joystick Test könnt ihr die Button-Funktion testen. Auf der SimRacing Machines Homepage unter dem Help-Button sind alle Tools für euch zusammengefasst. Kapitel Nummer 10, die Ergonomie. Der komplette Adapter trägt mit ca. 7 cm in der Tiefe auf und das müsst ihr klarerweise dann bei eurer Sitzposition berücksichtigen. Kapitel Nummer 11, die Rennstreckentests. Die Funktion ist Plug and Play gegeben und alles funktioniert wie erwartet. Die LEDs und das Display sowie die Vibrationsmotoren in meinen Lenkrädern können über FanaLEDs eingesetzt und auch verwaltet werden. Die Aufnahme ist sehr exakt gefertigt und weist ein kaum wahrnehmbares Spiel zwischen der Narbe und dem Lenkrad auf. Während des Rennbetriebs ist das Kabel nicht störend wahrzunehmen, da sich das Lenkrad beim Referenzieren nicht im Kreis dreht wie bei anderen Produkten. Mein Anwendungszweck ist gut 90 Grad links bzw. 90 Grad Rechtsdrehung und da bleibt das Kabel immer zu locker entspannt und hier verdreht sich nichts. Aber auch im Rallye-Einsatz gibt es hier keine Probleme. In Sachen Driften, wenn ihr hier am Lenkrad kurbelt, kann ich keine Prognose abgeben, da ich dieses Genre nie nutze. Und so geht es weiter auf die Zielgerade. Negative, positive Aspekte, Fazit und Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, die negativen Aspekte. Das Kabel könnte etwas länger ausgeführt sein und in Sachen Optik ist dies immer rein subjektiver Natur und könnte für dich vielleicht ein möglicher negativer Aspekt sein. Kapitel Nummer 13, die neutralen Aspekte. Den Preis stufe ich als neutral ein. Stellt auf der Homepage unbedingt auf UK Exklusivsteuern und behaltet eure Einfuhrsteuern für euer jeweiliges Land immer im Hinterkopf. Geht es weiter mit Kapitel Nummer 14, die positiven Aspekte. Eine sehr gute Verarbeitung und qualitative Materialien. Einfache Montage und Plug-and-Play-Betrieb mit allen Funktionen, wenn man ein Mini-Tool à la FanaLED installiert. Nächster positiver Aspekt, ihr habt eine riesige Erweiterung der mit Simucube somit kompatiblen Lenkräder durch diese Modifikation. Die Konstruktion fühlt sich auf der Rennstrecke sehr solide und vertrauenswürdig an. So geht es weiter mit Kapitel Nummer 15, Fazit und Kaufempfehlung. Als Simucube-Besitzer kann ich diese Modifikation von SimRacing Machines empfehlen, wenn du dein Portfolio an Lenkrädern auf deiner Simucube Base erweitern willst. Die Kosten dieser Modifikation können sich in diesem Fall amortisieren, wenn du bereits Fanatec Lenkräder besitzt. Und so geht es weiter mit Kapitel Nummer 16, dem Ausblick. Demnächst wird es Reviews zum Fanatec Tuning Menü und auch zu meinem Clubsport Formula Carbon Lenkrad geben und ich werde dieses mit Magnetic Shiftern von SimRacing Machines modifizieren. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für eure Spenden, Unterstützung in meinem Kanal. Liebe Grüße, ich freue mich auf unser nächstes Review, euer Ron.